Ja, schönen guten Tag, Benjamin Brümer von der Firma UBM. Die Version 15.3 von NetCrunch ist letzte Woche veröffentlicht worden und ich wollte mit ihm gemeinsam die Punkte durchgehen, die neue Funktionalität kurz zeigen und erklären, wo Sie diese Punkte in der NetCrunch-Konsole finden. Auf der Webseite von Adrem unter What's New sind die Punkte entsprechend dargestellt und wir fangen an mit dem ersten Punkt, der verbesserten Remote Access. Das heißt, im Kern der Software wurde der Verschlüsselungsalgorithmus verbessert und das wirkt sich sowohl auf den Remote Access aus, wo wir bis zu 200 gleichzeitige Remote-Zugriff machen können, ob über die Remote-Konsole, die API oder den Webbrowser, als auch auf die interne Kommunikation, bei der die Komponenten miteinander einen verbesserten Algorithmus verwenden. Das macht die Kommunikation sicherer und effizienter. Das Ganze wirkt sich auch auf der SNMP Requester aus, also die SNMP Engine, die für das SNMP Monitoring zuständig ist. Insbesondere wenn Sie SNMP v3 Requester nutzen. In der Vergangenheit gab es bei größeren Netzwerk-Performance-Problemen und das wurde hier verbessert. Man kann jetzt davon ausgehen, dass auf dem Server bis zum 500 Knoten über SNMP v3 gleichzeitig überwacht werden können. Es hängt natürlich davon ab, wie oft Sie die Requesten stellen, wie gut die Hardware ist, wie schnell die CPU und natürlich mit welchem Algorithmus ist SNMP v3 konfiguriert sind. Dann gibt es im Bereich S-Flow-Entwicklung verbesserte Analysen. S-Flow ist eine Familie von Protokollen, die eine bessere Analyse von Traffic ermöglichen als die Daten, die man über SNMP bekommt. SNMP beschränkt sich auf Paket-In, Paket-Out, Mengen und natürlich auch Fehler, aber man weiß nicht, von welcher IP oder über welche Applikation diese Datenmenge, die vom Switch transferiert werden, stammen. Mit S-Flow, NetFlow, IPFix und ein paar weitere Protokolle aus dieser Familie hat man die Möglichkeit, diese Information zu bekommen. Das heißt, wir sehen die IP-Source, die IP-Destination und auch die Protokolle, die verwendet werden. Diese Statistik werden nach wie vor vom Switch und Router erstellt und an den NetCrunch-Server geschickt. Der dient lediglich zur Analyse und Visualisierung der Daten. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Alarm draufzusetzen. Wir gehen jetzt auf die weitere Funktionalität. Wir haben das Probe-Management. Das heißt, wenn wir Load Balancing machen müssen oder aus Sicherheitsgründen entferntes System remote überwachen wollen, dann gibt es die Remote Probe. Diese Remote Probe ist ein Stück Software, das auf Windows Workstation oder Windows Server installiert wird. Die Funktionalität wurde vereinfacht, das heißt, die Konfiguration muss nicht nochmal durchgeführt werden beim Update und in zukünftigen Versionen wird sich die Remote-Probe automatisch aktualisieren. Zum Punkt Telegraph komme ich später. Ich möchte zunächst die weiteren Punkte präsentieren. Einmal haben wir verbesserte und veränderte Monitoring Pack. Ich habe ein extra Video dafür gedreht. Monitoring Packs sind Gruppen von Regeln, die vorkonfiguriert sind und gegebenenfalls automatisch laufen. Momentan haben wir fast 280 Monitoring Packs, die unterschiedliche Bereiche der IT umfassen. Ob Windows-System, Linux-System, ESX. Wir können auch im Monitoring Pack suchen. Es gibt Monitoring Pack für NetApp, Applikationen wie SQL-Server oder IIS. Hier gibt es entsprechende fertige Grundregeln, wie man solche Systeme überwacht. Wie man in der Liste der neuen Funktionalität gesehen hat, gibt es verbesserte und neue Monitoring Pack.
Im Bereich Monitoring gibt es auch neue Sensoren für Hardware Health, die über SNMP laufen, nur wenn Sie die entsprechende Geräte haben, das heißt, die diese spezielle MIP unterstützen. Das ist ein Standard-MIP und Sie können diese Sensoren aktivieren. Wie das aktiviert wird in der NetCrunch ist wie immer bei der Konfiguration über die Node-Settings. Das heißt, wenn ich auf meine Knoten gehe, sehe ich sie mit einem kleinen gelben Stern. Das sind die Nodes, die SNMP unterstützen. Wenn ein Knoten diese MIP unterstützt, würde ich in den Node-Settings unter Monitoring-Sensor ein zusätzliches Kontrollsystem hier finden und hinzufügen. Hier werden die SNMP-Credential oder Community String genutzt, die bereits für den Nodes konfiguriert sind. Das Ganze kann ich mit der Testfunktion prüfen. Wenn es funktioniert, bekomme ich Hardware-Informationen wie Lüfter, CPU, Temperatur, PSU, also die Informationen, die man in diese MIP bekommt. Leider in meinem Test-Environment habe ich diese Geräte nicht. So, dann gibt es die Möglichkeit, Tools in die Konsole einzubinden. Das gab es früher schon, wurde dann zwischenzeitlich entfernt wegen Kompatibilität mit der Webbrowser-Client und jetzt ist es wieder da. Sie können über das Kontextmenü bestimmte Software einbinden, etwa ein Konfigurationskonsole, ein Backup-Tool oder Software wie Wireshark. Und das Ganze können Sie aufrufen über die Konsole. Um das zu konfigurieren, müssen Sie in den Settings suchen nach Tools und Sie finden Custom Node Tools. Hier habe ich zwei Anträge definiert. Einen, um zu demonstrieren mit einem Editor, wo hier Notepad gestartet wird mit der IP-Adresse, nur zur Demonstration. Und einen zweiten, wo mein Browser mit speziellen Parametern gestartet wird. Das heißt, hier wird eine Applikation gestartet. Diese Anträge können global für alle Knoten oder pro Knoten definiert werden oder für bestimmten Gruppen von Knoten. In der Konsole können Sie dann per Rechtsklick auf ein Node diese Tools aufrufen. Der letzte Punkt ist die Telegraph-Anbindung in NetCrunch. Telegraph ist ein agentbasiertes Tool, das Daten von Betriebssystem, Applikationen, Datenbank und IoT-Sensoren zum Beispiel sammelt und diese Information weiterleitet. Typischerweise an eine Influx-Data-Datenbank. Hier kann man den Agent so konfigurieren, dass er die Daten an den NetCrunch-Server schickt. Die Daten werden dann gesammelt, dargestellt und können für Alarme genutzt werden. Das läuft über die REST-API oder über einen Telemetrieknoten in NetCrunch. Über die REST-API wird ein Knoten eingebunden, an den die Daten geschickt werden. Normalerweise ist das der Knoten, auf dem der Agent läuft. In der Konfiguration des Knotens können Sie unter Datalog den REST-Endpunkt erhalten, an den Sie die Daten senden. Dafür benötigen Sie ein eindeutige ID und einen API-Key, der in NetCrunch unter Settings, User Access, API-Key erstellt wird. Der API-Key identifiziert die Applikation, wird mit einem Benutzer verknüpft und kann mit Gültigkeitsdauer, Berichtigungen und IP-Restriktionen versehen werden. Der Key muss in Telegraph Output hinterlegt werden, damit dieser die Daten per REST an NetCrunch senden kann. Entweder direkt über die IP-Adresse oder über den Cloud-Konnektor, wenn kein direkter Zugriff auf den Server besteht.
In der Telegraph-Konfiguration ist wichtig, dass die Post-Methode verwendet wird, das Format JSON konfiguriert ist und ein extra HTTP-Header definiert wird, Application JSON. Sobald der Agent die Daten an Netcrunch sendet, müssen Sie in Netcrunch im Data Collector eingeben, dass es sich um Telegraph-Daten handelt. Dann erscheinen die Daten im System und ein Parser interpretiert sie. Dieser Parser ist in JavaScript geschrieben und kann gegebenenfalls angepasst werden. Ich habe auch dazu ein extra Video zum Thema Open Data Integration erstellt, wo erklärt wird, wie ein Parser definiert werden kann. In Netcrunch können Sie unter Data Parser die vorhandene Parser sehen und testen, ob die Daten korrekt interpretiert werden. Dafür gibt es eine Konsole. Ich habe auf meinem Notebook einen laufenden Telegraph-Agent, die Windows-Performance-Daten sammelt. Hier sehen Sie im Data Receiver die Daten, die vom Telegraph-Agent gesendet werden. Das Windows Monitoring Template sammelt diese Daten. Der Sinn, Windows Monitoring Daten über Telegraph zu schicken, ist folgender. Zwar kann Netcrunch selbst Performance-Daten über WMI oder RPC erfassen, aber dafür braucht es einen Benutzer-Anmeldedaten. Mit einem Agent-Konzept muss man diese Credential nicht auf den Server speichern. Der Agent sendet die Daten sicher über die API. Das ist ein anderes Vertrauensmodell, das in bestimmte Umgebungen sinnvoll ist. Die Daten werden in Netcrunch gespeichert und können dort dargestellt werden. Sie sehen in der Visualisierung die Datenquelle und Werte, die vom Telegraph-Agent geliefert wurden. Telemetrieknoten funktioniert ähnlich wie Data Receiver, sind aber eigenständige Einheit in Netcrunch. Auch hier bekommt man eine eigene API, die über das Gateway abgefragt werden kann, etwa für IoT-Systeme oder externe Quellen. In meiner Telegraph-Konfiguration auf dem Windows-System habe ich zwei Outputs definiert. Ein sendet an netcrunch.io, das ist, wo ich meine Telemetrie-Knoten definiert habe, und der andere direkt an meinen Server. Die Input-Konfiguration nutzt das Standard-Windows-Monitoring-Template, das beliebig erweitert werden kann, um zusätzliche Performance-Objekte und Instanzen abzufragen. Das waren die Neuigkeiten zur Version 15.3. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Tutorial.